Ja, hallo. Es gibt wieder mal was Neues. Das ist jetzt die 4. Aufnahme, die ich hier von dem Video mache, weil ich jedes Mal irgendwie mich verquatsch. Ich wollte euch nur mal erklären, warum ich jetzt den FSB 8 verkauft habe, der eigentlich ein super Videokopf ist und warum es jetzt dieser größere sein musste. Also den FSB 8 habe ich mir im Prinzip gekauft, weil das ist so ein Standardding für alle Fotografen. Jeder hat den und der ist auch super zum Fotografieren. Äh, Auch zum Film. Ich habe ja damit bis jetzt immer gefilmt und ihr kennt ja meine Aufnahmen. Das Einzige, was mich am 8er immer gestört hat, war erstens die Tatsache, dass ich irgendwie wusste, dass das Sachtler da noch ganz andere Sachen im Angebot hat. Nämlich der 8er ist ein 75 mm Ball, das ist ein 100 mm Ball. Das heißt, die Kugel hier unten ist viel größer. Und dann gibt es auch noch 150er. Ja, und wozu haben die diese größeren Köpfe, fragt man sich. Ja, die haben die natürlich für schwere Kameras, aber das Gewicht ist irgendwie nicht das Problem. Auch beim 8er schafft er locker vom Gewicht her meine Kombi zu tragen. Aber die Brennweite ist das Problem. Die Brennweite ist das Problem. Ich filme mit 1000 mm teilweise am Crop, dann vielleicht noch Zweifachzoom, da ist man bei 3000 mm äquivalent. Das geht auch alles. Zum Beispiel Flugaufnahmen, wenn man schön mitzieht, das geht super. Oder auch wenn man statische Motive hat, wo man irgendwie gar nicht die ganze Kombi anfassen muss oder den Kopf auch nicht. Aber was die Königsdisziplin ist, was ich für mich herausgefunden habe, ist wirklich langsames Mitziehen von ganz langsam sich bewegenden Motiven und dann mit langen Brennweiten. Da trennt sich dann wirklich die Spreu vom Weizen. Und da war es beim 8er immer so, ich musste ja diesen Hebel anfassen. Ich musste den Hebel anfassen, um langsam mitzuführen. Musste gleichzeitig auch noch den Follow-Fokus am Objektiv anfassen, um die Schärfe nachzuziehen. Also hat man immer irgendwie Kontakt zum ganzen Aufbau und das gab immer Ruckler im Video. Und da hätte ich mir immer gewünscht, ich wusste, dass die größeren Sachtlerköpfe alle 7 Dämpfungsstufen haben. Der 8er hat nur 5. Und ja, da hätte ich mir immer gewünscht, einen Kopf mit 7 Dämpfungsstufen, noch 2 Dämpfungsstufen mehr, der einfach ein bisschen mehr Widerstand bietet beim Schwenken und eben nicht so schnell wackelt. Und ihr könnt euch den Effekt auch ähnlich vorstellen, es ist viel einfacher, eine richtig schwere Kamera ruhig zu halten, als eine ganz leichte. Und so ähnlich ist dieser Effekt eben auch bei diesen Köpfen. Der ist natürlich viel größer als der andere, viel schwerer, viel massiver gebaut, hat dennoch die 7 Dämpfungsstufen. Ja, und deswegen den neuen Kopf. Das neue Stativ habe ich mir eigentlich gekauft aus 2 Gründen oder 3. Ich versuche mal aufzuzählen. Also erstens bietet es nur 100 mm Basis, also hier passt der Ball original rein. Da braucht man keinen Adapter mehr, nichts. Beim Gitzo hätte ich dafür noch einen anderen Adapter gebraucht, der diesen 100 mm Ball aufnimmt. Dann als nächstes das Gewicht. Also das Gitzo war ja ein Alu-Stativ. Das war schon immer mit dem 8er grenzwertig, wenn ich da noch das 500 darauf genommen habe und da ein bisschen mit umhergelaufen bin. Also mehr als 1 Kilometer hat man da nicht mit geschafft. Da war man echt Knülle. Deswegen das ist jetzt Carbon und das ist ein echtes Videostativ. Also hier mit Mittelspinne und das sollte eigentlich gerade bei so diesen starken Schwenks von links nach rechts mit voller Dämpfungsstufe, sollte das irgendwie überhaupt nicht nachgeben und deutlich stabiler sein. Ja, also das verspreche ich mir davon. Gewicht, 100er Kugel und mehr Stabilität im Videobetrieb, weil Videostativ. Also Wackelfreiheit gibt's da nie, aber größer und schwerer in dem Fall, glaube ich, ist besser und deswegen habe ich das gemacht. Also, ich hoffe mal für einige war es interessant. Bis zum nächsten Mal.